Wir sind in Hamburg, irgendwann spät in 2013. Mein Name: Thorsten Kolsch, 34, gebürtiger Dortmunder, Kaufmann für audiovisuelle Medien. Wo ich bin? In Blankenese, in einer kleinen, süßen Einliegerwohnung in einer Villa am Hang. Hier lebe ich zusammen mit Eumi. Falls ihr nun denkt, da stimmt doch was nicht, habt ihr absolut recht. Das ist nicht meine Wohnung. Eigentlich wohnt hier Anja, meine beste Freundin. Nur die ist gerade auf Weltreise und hat mich gebeten, auf ihre Wohnung aufzupassen. Wo andere sich den Schlüssel hätten geben lassen, um einmal die Woche zum Blumengießen zu kommen, habe ich mich aber dazu entschlossen, hier wirklich einzuziehen. Meinen Bezug zu einem eigenen Bügeleisen und Urlaubsfotos an den Wänden habe ich schon lange nicht mehr. Nach 8 Umzügen, davon 5 innerhalb von Hamburg, habe ich ein ganz neutrales Verhältnis zu den 4 Wänden, die mich umgeben. Ich besitze ein paar DVDs, ein paar Bücher und das eine oder andere Stück Erinnerung. Die haben alle den Weg in Anjas Wohnung gefunden. Aber mein schwarzes Sideboard, mein Ledersofa und meine absolut ersetzbare IKEA-Fußmatte wurden erstmal in die Lagerbox verbannt. Und so sitze ich nun hier, auf Zeit in Blankenese, zwischen den ganzen Villen mit Blick auf die Elbe und das Airbuswerk. Es packt mich Fernweh, wenn ich die Schiffe vorbeiziehen sehe und darüber nachdenke, was Anja alles erlebt, während ich meinen Berater-Freelancer-Job in Hamburg nachgehe. Genau, richtig gehört. Freelancer, freier Mitarbeiter. Ich kann eigentlich schon tun und lassen, was ich will. Nur trotzdem gehe ich halt jeden Morgen in ein Büro. Mein Wecker weckt mich, ich stehe auf, frühstücke, ziehe mir was Ordentliches an und bewege meinen Körper auf einen Bürostuhl in einer Online-Medienagentur. Mein Tag besteht aus Meetings, Calls und der Vorbereitung von Pitches. Ich verdiene gutes Geld. Was ich dafür machen muss? Anwesend sein. Dort, wo mich andere Leute haben wollen. Keine Frage, ich habe unglaublich tolle Kollegen. Ich kann mich echt glücklich schätzen, so ein cooles Team um mich herum zu haben. Aber dennoch wäre ich gerne flexibler in der Wahl des Ortes, an dem ich plane und schreibe und kreativ sein kann. Und abends komme ich dann zurück in die Wohnung mit Elbblick und ohne Anja, die gerade in Peru auf peruanischen Eseln die Anden hochreitet. Ich beginne mich zu fragen, ob es nicht eine Brücke zwischen Arbeiten und Reisen gibt. Ich bestelle mir die 4-Hour Workweek, das bekannte Buch von Tim Ferriss, und verschlinge es in wenigen Tagen. 4 Stunden die Woche arbeiten, das kann doch gar nicht funktionieren. Ich google nach Reisen und Arbeiten und lande auf Blogs wie Planet Backpack, Off the Pass oder earthcity.de, die von selbstbestimmtem Leben und passivem Einkommen reden. Es sind die Blogs von Menschen, die ihre Festanstellung aufgegeben haben, um freier zu sein. Und nicht das 9-to-5-Leben zu führen, das so viele Menschen für sich akzeptiert haben. Sie nennen sich selbst digitale Nomaden, ortsunabhängig arbeitende Freigeister, die oft unterwegs sind und einen großen Teil ihres Einkommens, wenn nicht ihren gesamten Lebensunterhalt, im Internet verdienen.
Sie schreiben von den 10 spannendsten Dingen, die man in Bangkok erleben kann, von den besten Rucksäcken für echte Backpacker und die richtigen Geschenke für Couchsurfing-Gastgeber. Sie ermutigen ihre Leser, ihre persönlichen Freiheiten zu finden, geben Tipps zum Aufbau eines eigenen Online-Geschäfts, zur Zwischenvermietung einer Wohnung, zur Digitalisierung der Post und so weiter. Ich fühle mich angesprochen. Nicht so, dass ich gleich morgen mit einem Rucksack nach Neuseeland fliegen möchte, aber mich reizt die Vorstellung, mehr von Deutschland und der Welt zu sehen und dafür nicht jedes Mal freizunehmen und dann für 4 Tage als Tourist durch eine Stadt zu laufen. Ich möchte mich auf Orte einlassen können, dort leben, dort arbeiten, um vielleicht irgendwann das Gefühl zu bekommen, von dem auch schon Anja mir berichtet hat, dass andere Menschen halt auch nur Menschen sind. Und das heißt so viel wie, man kann überall sein und sich überall wohlfühlen. Ich habe mich mittlerweile auch schon weiterentwickelt. Meine Agentur, mein wichtigster Geschäftspartner, gibt mir maximale Freiheit, wo es nur geht. Sie wissen, dass ich auch zu Hause und auf Zugfahrten mindestens genauso gute Arbeit leiste wie vor Ort. Ich bin also die meiste Zeit gar nicht an einen festen Arbeitsplatz gebunden. Jetzt ist nur die Frage, wo wohne ich morgen, wenn Anja wiederkommt? Was kann ich tun, um langfristig vielleicht noch mehr Strand und weniger Büro zu haben? Wie generiere ich mein passives Einkommen? Was mache ich mit meiner neu gewonnenen Freiheit? Über Monate habe ich die Blogs der digitalen Nomaden verfolgt und mir schon so einige Gedanken gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles so rosarot ist, wie die Profis das in ihren Blogs beschreiben. Alles hat eine Kehrseite. Oder doch nicht? Ich will es herausfinden. In Berlin treffe ich Tim Chimoy. Er lebt und arbeitet seit einigen Jahren ortsunabhängig. Das heißt, er hat keinen festen Arbeitsplatz. Stattdessen betreibt er ein Geschäft, das er von überall auf der Welt führen kann. Auf earthcity.de schreibt er regelmäßig über seine Erlebnisse als digitaler Nomade und hat ein Handbuch zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten geschrieben. Ich möchte von ihm wissen, was der Auslöser war, die vermeintliche Jobsicherheit eines Angestelltenjobs aufzugeben und stattdessen den Weg in die selbstständige und vor allem ortsunabhängige Freiheit zu gehen. 2007 habe ich in einem Architekturbüro in Köln gearbeitet und hatte dann auch schon so ein bisschen den Drang, wieder im Ausland zu leben und so weiter, und habe mir dann Architekturjobs im Ausland gesucht. Habe eine Weile in China gearbeitet, habe eine Weile in den USA gearbeitet und habe dann sozusagen auf dem klassischen Weg versucht, mehr von der Welt zu sehen und mich... Und dann habe ich aber gemerkt, mit der Architektur werde ich nie so richtig warm, was das Finanzielle angeht. Also ich habe Architektur immer gern gemacht, aber als angestellter Architekt verdienst du einfach nicht so gut. Das ist leider so. Und dann hatte ich die Chance, noch ein Aufbaustudium zu machen zum Projektmanager im Baubereich. Danach hätte ich deutlich besser verdient. Ja? Und dann habe ich dieses Studium gemacht, eigentlich eher aus finanziellen Gründen. Das Studium war dann auch in Berlin und in Helsinki. Was natürlich auch wieder ganz cool war, weil ich dadurch wegkam. Und dann habe ich dieses Studium abgeschlossen und habe dann einen sehr guten Job bekommen bei einem Projektsteuerer im Bauwesen halt, wo ich dann auch gut verdient habe. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, scheiße, jetzt ist die Kreativität weg, ja, im Job. Jetzt ist auch das im Ausland arbeiten irgendwie flöten gegangen, jetzt wird's ernst. Ja. Ich glaube, ich weiß, wovon Tim spricht. Leckt man erst einmal das Blut der Freiheit und kommt viel in der Welt herum, ist es nur noch sehr schwer vorstellbar, wieder einen durch und durch stationären Job anzunehmen. Was war dann so deine erste Handlung als digitaler Nomade, wo du sagst, das war mein erstes To-Do, mein erstes... Das weiß ich noch ganz genau. Das war, also da muss ich kurz zu erklären, wo ich hingeflogen bin. Ich bin damals mit meiner Familie geflogen nach Thailand für 2 Wochen und dann noch 2 Wochen im Anschluss nach Australien. Ein Freund besucht, der zurzeit damals dort gewohnt hat. Und dann war ich auf dem Rückflug von Melbourne nach Frankfurt. Okay. Und habe im Flugzeug gesagt, okay, wenn du zurück bist, reichst du deine Kündigung ein, und habe im Flieger quasi noch notiert, was ich alles starten könnte, um möglichst schnell selbstständig Geld zu verdienen.
Okay. Und habe mir da quasi im Flieger noch die Liste aufgeschrieben mit so einem großen breiten Grinsen im Gesicht. Und klar, dann die Ernüchterung kam dann relativ schnell, als ich zu Hause war. Weil? Man sitzt dann im Flieger und denkt, ja cool, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Und zu Hause denkst du dann, funktioniert das wirklich? Und die Realität wieder Die Realität kommt dann schnell zurück. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Oh ja, die Angst, einen Fehler zu machen. Die Angst, den aktuellen Zustand zu verlassen und was Neues zu machen, was nicht so Sicheres. Das kenne ich auch und da werde ich auch noch mit ihm drüber sprechen. Jetzt will ich aber erstmal wissen, was Tim über das Bild denkt, der digitale Nomade würde immer mit dem Laptop am Strand sitzen und zu aller Dreistigkeit dazu auch noch einen Cocktail schlürfen. Ist das so? Also für mich ist Strand dann auch echt Urlaub. Wenn ich am Strand bin, dann klar, ich kann dann auch mal 2-3 Stunden irgendwie an der Strandbar sitzen mit meinem Lappi und check meine E-Mails und guck mal eben bei Google Analytics und was weiß ich und beantworte ein paar Kommentare. Aber wenn ich einen Tag wirklich 8-9 Stunden richtig was voranbringen will, dann kann ich das besser in einem Coworking Space oder in einem schönen Apartment oder so. Und wenn du jetzt an der Strandbar sitzt, dann wirst du eher bemitleidet. Oh, guck mal, der Arme hier muss im Urlaub arbeiten. Du könntest jetzt natürlich die Menschen zurück bemitleiden und denken, ihr müsst in 2 Wochen wieder abhauen. Ja. Aber ja. Es ist schöner, so von Gleichgesinnten umgeben zu sein, wenn du arbeitest. Okay. Tim ist da schon disziplinierter als dieses Katalogbild der Nomaden, das ich schon so oft auf Webseiten gesehen habe. Aber der Vorteil seiner Ortsunabhängigkeit liegt auf der Hand. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Vielleicht nicht genau dort, aber schon ziemlich nah dran. Auf jeden Fall hat es Tim geschafft, seinen Bürojob gegen ein selbstständiges Leben zu tauschen. Sein Drang nach Freiheit war größer als der Druck, den vielleicht sein soziales Umfeld aufgebaut hat. Oder die Ängste, die wir sowieso in uns tragen, wenn wir außerhalb einer 40-Stunden-Arbeitswoche denken. Ich bin mit Felicia Hagarten im Freischwimmer Berlin verabredet. Feli ist seit mehr als 10 Jahren als Backpackerin und digitale Nomadin in der Welt unterwegs. Sie betreibt ihren eigenen Reiseblog trevelicia.de und gibt praktische Tipps für Weltreisende. Ich bin total reisebegeistert und die Idee, digitaler Nomade zu werden, kam eigentlich aus meinem Reisewahn heraus, weil ich gedacht habe, das muss ich halt irgendwie besser mit Arbeiten verbinden, anstatt halt 30 Tage Urlaub, im besten Fall beim Arbeitgeber. Feli teilt ihre Reiselust mit ihrem Freund Markus, der selbst auch digitaler Nomade ist. Doch wie fing alles an? Was war ihre Motivation? Ich glaube, früher habe ich sehr lange auch im Eventmanagement gearbeitet und das war ein Job, wo ich viel unterwegs war. Also ich war zwar angestellt, aber viel unterwegs, das war perfekt. Und mein letzter Job hier in Berlin war dann als Marketingmanager. Da war ich auch teilweise unterwegs, auch mal international, aber nicht so viel, weil ich dann mehr und mehr andere Aufgaben übernommen habe, dass ich nicht mehr weg konnte. Und das war der Moment, wo ich halt unruhig geworden bin. Ja. Und genau, dann habe ich schon im Kopf meine nächste längere Reise geplant. Genau, und das war gleichzeitig ein Zeitpunkt, wo Markus darüber nachgedacht hat, sich selbstständig zu machen. Ich denke, da spielt auch viel das Umfeld hier in Berlin eine Rolle. Wenn man hier in Start-ups ist und diesen Gründerwillen hier sieht, dann kommt man schnell auf so eine Idee. Und eben genau so kam eins zum anderen, dass wir gesagt haben, ja super, dann machen wir das und haben damit auch mehr Chance zu reisen halt. Die Lust zu reisen und das Kribbeln, wenn man mal längere Zeit nicht unterwegs sein konnte, ist ganz offenbar ein großer Motivator. Ein Antrieb, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Doch woher nimmt man die Motivation, durchzustarten als digitaler Nomade? Wo fange ich an? Also der erste Schritt ist, wirklich umzudenken, das wirklich zu wollen und ernsthaft den Willen zu haben, digitaler Nomade zu werden. Und dann muss man im Grunde die Voraussetzungen schaffen. Ich sage jetzt mal, wie ein Gewerbe anmelden, eine Firma und so weiter und sich halt vielleicht drunter minimalisieren oder so sein Leben so umgestalten, dass man flexibler ist, eben mit Wohnungen und Co. Und dann, also den Schritt in die Selbstständigkeit muss man natürlich auch ein bisschen vorbereiten. Entweder fängt man schon an, während man noch im Job ist, oder man macht einen ganz harten Cut, geht natürlich auch. Sollte man vielleicht ein kleines Polster dabei. Man sollte schon so ein Jahr einplanen, bis man auch gerade, wenn man im Internet Projekte startet, irgendwie eine Awareness hat und Besucher
die auf deine Seite kommen. Ich meine, es dauert einfach, sowas aufzubauen. Und das muss man gut vorher planen. Aber das Allerwichtigste ist halt wirklich der Wille, das durchzuziehen. Wille, den habe ich. Selbstständig bin ich auch. Damit will ich nicht sagen, dass ich schon alles weiß. Nur bin ich auch an den Details interessiert. Wo kommt denn zukünftig meine Post hin, wenn ich nicht mehr bei Anja wohne? Guten Tag, mein neuer Wohnungsort ist ortsunabhängig Hausen. Spannend, aber ihr braucht ja eine Meldeadresse. Genau, also momentan ist die Meldeadresse ja da, wo wir als Hauptmieter gemeldet sind, die Wohnung, die untervermietet ist. Ja, genau. Und sonst informieren wir uns gerade schon. Es gibt auf jeden Fall auch sowas wie ein E-Büro, wo man sich als Firma melden kann. ibüro.de. Genau, also bis zum Ende des Jahres finden wir da schon eine Lösung. Ich meine, notfalls müsste man sich bei den Eltern wieder melden, das geht natürlich auch. Ne? Und solange man die Post zum Beispiel jetzt über einen Service wie Dropscan oder so weitergeleitet bekommt, kriegen wir per E-Mail. Okay. Post kommt per E-Mail, von daher... Es scheint, als gäbe es für jedes physische Problem eine digitale Lösung. Post kommt per E-Mail. Wer hätte das gedacht? Scheinbar gibt es schon so einige Nomaden bei uns in Deutschland, sonst gäbe es nicht so viele Online-Dienste, die mir in Zukunft das Leben erleichtern werden. Im Grunde unterscheiden sich digitale Nomaden von Selbstständigen nur wenig. Wer wie ich bereits selbstständig ist, hat den größten und wichtigsten Schritt bereits getan. Danach geht es also nur noch darum, sein Leben flexibler, freier und ortsunabhängiger zu gestalten. Kann das aber alles sein? Ist die Lust zu reisen und der Drang nach Freiheit Grund genug, sein Zuhause aufzugeben, die Koffer zu packen und seine Freunde und seine Familie hinter sich zu lassen? Geht es immer nur um weg von hier? Oder verstecken sich dahinter vielleicht auch ganz andere Gründe und Erfahrungen? Es ist Samstagnacht und ich treffe mich mit Ben Paul im Lesesaal der Humboldt-Universität in Berlin. Ben ist 23 Jahre jung und Ex-Elite-Jurastudent. Und er bezeichnet sich als digitaler Nomade. Auf antiuni.com schreibt er über alternative Bildungswege und seine ganz privaten Gründe, warum er sich für ein ortsunabhängiges Leben entschieden hat. Ja, es war nicht kein geradliniger Weg, sondern ich habe Abi gemacht, war auch ziemlich gut in der Schule und bin relativ straight auf eine recht gute Uni gegangen und habe dann nach so einem Dreivierteljahr gemerkt, okay, also erstens, ich war auf einer Jura-Uni, so einer ganz kleinen Privatuni, habe dann gemerkt, okay, erstens ist Jura nicht so mein Ding. Genau, und zweitens auch dieses sehr verschulte System war nicht so meins. Und dann saß ich bei der Uni-Psychologin und die hat mir halt einen quasi Burnout diagnostiziert und dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich? Und dann bin ich ins Ausland gegangen. Okay. Und in dem Auslandsjahr habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte eigentlich was ganz anderes machen. Ich möchte irgendwie selbstständig sein, möchte mein eigener Boss sein und auf eigene Faust irgendwie lernen. Und ja, da bin ich habe einfach angefangen zu suchen, okay, was könnte ich machen? Und habe dann ein Praktikum angefangen bei den Jungs vom Idea Camp und die eben im Bereich Entrepreneurship unterwegs sind. Und habe dann gemerkt, so, wow, ich lerne so viel, einfach indem ich Projekte starte, indem ich Geschäftsideen umsetze, indem ich blogge, dass ich das weitermachen möchte. Und habe dann auch gemerkt, hey, ich kann davon schon leben. Und dachte dann, hey, das ist doch ein cooler Bildungsweg quasi, Dinge zu lernen, gleichzeitig dafür bezahlt zu werden. Okay. Und einfach auch Leuten zu zeigen, hey, es geht auch anders. Und gerade für Leute, die eben merken, ich bin in diesem System nicht so glücklich, so denen zu zeigen, ihr könnt auch auf eigene Faust was starten. Ein Bildungssystem, mit dem er sich nicht identifizieren kann und das Wissen, nicht das Richtige zu tun, waren für Ben Antrieb genug, seinen eigenen Weg zu gehen. Es war allerdings nicht nur Vorfreude, die ihn auf diesem Weg begleitet hat. Es war natürlich super hart auf jeden Fall. Also zumal mein Dad ist Jurist, das heißt, er war super, super happy, dass ich an dieser Uni war. Und also eine renommierte Uni und da gehen alle irgendwie raus, haben coole Jobs, verdienen viel Kohle. Und das heißt, mein Dad war irgendwie sehr happy darüber. Und dann, für mich war es super wichtig, dieses Jahr zu haben in Nicaragua und in Südamerika, einfach um Abstand zu bekommen zu der ganzen Situation und mich mal mit mir zu beschäftigen, zu schauen, okay, was möchte ich eigentlich, was sind meine Stärken, was steckt in mir drin. Da warst du noch an der Uni? Genau, da war ich noch eingeschrieben und ich habe dann im Ausland quasi entschieden, dass ich mich exmatrikulieren möchte. Konnte es nicht selbst machen, musste dann mit meinen Eltern reden, die mich dann exmatrikuliert haben. Und wir haben über 2 Monate geskypt und geschrieben, bis ich sie soweit hatte, dass sie gesagt haben, okay, wir schicken den Brief ab. Also es ging so in Etappen. Also ich habe dann gemerkt, okay, Jura ist nicht mein Ding. Habe dann gedacht, okay, weil ich mich im interkulturellen Umfeld sehr wohl gefühlt habe, dachte dann, was Richtung International Relations oder International Affairs mache ich.
und habe mir dann da viele Unis angeschaut, bin nach Schottland geflogen, um mir da Unis anzuschauen, in Deutschland viel angeschaut und habe mich in Vorlesungen eingesetzt, habe echt super viel ausprobiert und habe dann da auch gemerkt, so nee, ist auch nicht so mein Ding. Und dann bin ich, wie gesagt, in dieses Praktikum reingeraten beim ID Camp und habe da gemerkt, okay, Entrepreneurship ist irgendwie cool, ich kann eigene Ideen umsetzen und da habe ich dann gemerkt, so wow, das ist genau mein Ding und ja, dann habe ich versucht, meinen Eltern das irgendwie beizubringen, so hey Leute, ich gehe jetzt nicht mehr an die Uni oder zumindest jetzt mal für einen bestimmten Zeitraum, nehme ich mir das jetzt raus und versuche es halt auf eigene Faust. Und das war natürlich mega hart. Also einerseits hatte ich halt meine eigenen Zweifel, so, ob das wirklich funktioniert. Und dann von meinen Eltern halt, die hatten halt, also ich habe ein Telefonat mit meiner Mutter geführt, wo sie in Tränen ausgebrochen ist und halt gemeint hat so, hey, ich habe halt mega Angst, so, dass du irgendwann in 10 Jahren immer noch genauso wenig verdienst wie jetzt. Also, oder dass du halt genau, dass du total abrutschst oder die halt echt so existenzielle Ängste hat, quasi um mich. Und das fand ich schon krass. So. Zweifel, Existenzängste und Selbstreflexion gehören zu einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben dazu. Während mir als Angestellter wichtige Entscheidungen abgenommen werden, bestimme ich als Selbstständiger mein Schicksal selbst. Wie viel meiner Komfortzone muss ich eigentlich aufgeben, um so viel Freiheit zu haben, wie ich brauche? Ben, Tim und Feli gehören zu den bekanntesten digitalen Nomaden in Deutschland. Sie alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen, ihre ganz persönlichen Beweggründe, weshalb sie aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind. Sie fühlen sich jetzt freier und glücklicher. Aber arbeiten sie jetzt auch weniger? Ich arbeite schon recht viel oder ja, habe einen recht vollen Tag und versuche früh aufzustehen. Also stehe tatsächlich so im besten Fall um 5 Uhr auf. Tatsächlich? Ja, du ziehst es echt durch? Ja. Jeden Tag? Ich versuche es, ja. Also es klappt Okay. nicht immer. Ja. Aber es gibt Zeiträume, in denen es besser klappt, es gibt Zeiträume, in denen es nicht so gut klappt, aber... Ich habe es letzte Woche auch mal versucht und es hat nicht hingehauen bei mir. Aber gut. Du musst halt früh genug ins Bett gehen. So, Das ist mein Problem. Wenn du das schaffst, dann ist es echt genial, weil dann habe ich halt morgens meine Morgenroutine und trinke meinen Green Smoothie, dann gehe ich joggen, mache ein bisschen Yoga, meditiere, dusche, mache mein Frühstück und dann lese ich 2-3 Stunden. Keine Partys. Selten. Aber ich verzichte nicht komplett auf Partys, aber ja, das ist halt einfach so auch Prioritäten setzen. Ja, klar. Und ja, genau, das ist halt einfach so geil, weil ich dann morgens ist halt komplett Ruhe, da kann ich in Ruhe lesen, kann in Ruhe schreiben und habe dann um 12, 13 Uhr schon echt so die Hauptpunkte meines Tages abgearbeitet und kann mich morgens echt so auf die Sachen konzentrieren, die nicht dringend sind, sondern die halt wichtig sind und die mich längerfristig weiterbringen. Und nachmittags ist dann meistens für Treffen eingeplant, für E-Mails beantworten, Kommentare beantworten und diese ganzen Dinge. Wow, in dem Alter habe ich wochentags eher an das nächste Wochenende gedacht, als mir ein eigenes Business aufzubauen. Geschweige denn regelmäßig morgens um 5 Uhr aufzustehen, um produktiv zu sein. Die traditionelle Arbeitswelt gibt Routinen vor. Der digitale Nomade schafft sich seinen Tagesablauf selbst. Disziplin, Ausdauer und Selbstvertrauen sind das A und O. So habe ich es als Freelancer bisher auch erfahren. Mit dem guten Selbstvertrauen verliert man auch die Angst, mal ohne Geld dazustehen. Trifft man auf andere Lebensstile, kann das schon mal zu Konflikten führen. Tim Chimoy geht damit ganz locker um. Viele Freunde von mir, die in Festanstellungen sind, die sagen halt, ich hätte keine Lust, mir jeden Monat wieder irgendwie Gedanken machen zu müssen, wie das Geld reinkommt. Und die haben halt ganz gerne diese Sicherheit, am Monatsende immer den festen Betrag zu haben. Und ist ja auch legitim. So, also mir wäre es zu langweilig. Und ich habe auch das Gefühl, den sichereren Weg zu gehen, ja, weil ich sonst auch in einem Festanstellungsjob immer rausgeschmissen werden könnte. Ich könnte nicht so viel unterwegs sein. Viel unterwegs, viel reisen, viel erleben. Manche Leute werden schon neidisch, wenn man mehr als 2 Wochen Urlaub macht. Digitale Nomaden können da sehr schnell als egoistische Selbstoptimierer dargestellt werden. Aber da hat Feli mir einen ganz anderen Gedankenanstoß gegeben. Wenn ich selbst glücklicher bin, tue ich meinem Umfeld was Gutes. Und wenn ich in der Welt unterwegs bin, kann ich mit meinen eigenen Händen Menschen helfen, die es nicht so gut haben wie wir. Helfen statt spenden, weil Zeit sowieso viel kostbarer ist als Geld. Und ein Lächeln viel schöner als eine Spendenquittung. Ich bin sehr beeindruckt von den Geschichten der Nomaden, die ich bereits kennengelernt habe. Sie sind echte Unternehmer, die einfach etwas mehr Freiheit für sich beanspruchen als so viele andere. Dafür nehmen sie einiges in Kauf. Für mich bleibt noch die Frage offen, wie verändert das Wegsein mein soziales Umfeld? Und wie stehen die Globetrotter zu ihrer Heimat? Die beste Gelegenheit, noch ein paar mehr Stimmen und Meinungen einzufangen, ist im Mai 2014. Die Digitale Nomadenkonferenz. Eine Konferenz von und für digitale Nomaden. Die erste Ausgabe.
Und wo findet sie wohl statt? Im bekanntesten Coworking Space Berlins, dem Beta-Haus. Feli Hagarten und ihr Freund Markus Meurer haben das Event organisiert. Sie versammeln gut 150 Nomaden und solche, die es noch werden wollen. Auf der Agenda Vorträge zu den Themen Wege zum ortsunabhängigen Business, so wirst du Minimalist oder lebe deinen Traum. Ich treffe Leute mit großer Reiselust und Leute mit großem 9-to-5-Leidensdruck. Ich treffe etablierte digitale Nomaden und solche, die kurz vor dem Sprung sind. Ich sehe keine nerdigen Blogger und Netzgeeks. Ich sehe Hausfrauen, Start-up-Gründer, Studenten, Selbstständige, Familienväter und Reiseblogger. Ich bin also alles andere als allein. Das Thema zieht Leute an. Und es gibt gar nicht so wenige Beispiele von Leuten, die bereits aus der Tim Ferriss-Bewegung eine Tugend gemacht haben. Das Vortragsprogramm beginnt mit Sebastian Cannabis. Er ist Reiseblogger, einer der ersten in Deutschland und heute einer der erfolgreichsten digitalen Nomaden. Seinen Reiseblog Off the Pass hat er bereits als knapp 20-Jähriger gestartet, in einer Zeit, die für ihn von körperlichen und emotionalen Niederschlägen gekennzeichnet war. Der Blog half ihm, sich seiner Ziele bewusst zu werden und das zu machen, was ihn glücklich macht. Er hat bereits in 7 Ländern gelebt und mehr als 50 Länder bereist. Auf einer TEDx-Konferenz, einer sehr bekannten und angesehenen Vortragsreihe, hat er bereits zum Thema The Importance of Following Your Dreams gesprochen. Im Rahmen der DNX hat er sich Zeit für mich genommen. Ich nehme das zum Anlass, ihn, den Prototypen eines Nomaden, zu fragen, wo er sich eigentlich zu Hause fühlt. Hat eine Heimat für dich einen Wert eigentlich? Oder ist Heimat überall dort, wo du das WLAN-Passwort kennst? Da gibt es ja mal so einen schönen Spruch. Hat es seit ungefähr einem Jahr. Ich glaube, ich bin 24 Jahre heimatlos durch die Welt gereist. Ich bin, wie man unschwer erkennen kann an meinem Akzent, Spanier. Total. Also ich bin auf Mallorca geboren, habe 14 Jahre dort gelebt und wenn man so aussieht wie ich und so spricht, also so Deutsch spricht wie ich, dann wird man in Spanien schnell als Deutscher abgestempelt. Und als ich dann damals mit 14 nach Deutschland gezogen bin, ich musste damals mit 14 das Schreiben lernen, Deutsch schreiben lernen. Und da wurde ich dann halt natürlich als der Spanier abgestempelt und ich habe mich halt nirgendwo wohlgefühlt. Also ich war halt nirgendwo zu Hause und ich habe mein Zuhause dann wirklich lange gesucht. Und am Ende, ich glaube, fast sogar hier in Berlin gefunden, jetzt wo ich hier seit ungefähr 2 Jahren bin, weil hier die Szene einfach so total anders ist als überall in Deutschland. Also die Leute sind halt viel lockerer und halt eben, weil Internet-Business hier halt auch wirklich so die zu Hause ist. Sebastian hat durch das Reisen gelernt, wo sein Zuhause ist. In Berlin hat er seine neue Heimat endlich gefunden. Die Hauptstadt gehört ohne Zweifel zu den nomadenfreundlichsten Metropolen Europas. Die Community der digitalen Nomaden wächst stetig, auch in Deutschland. Dennoch ist Sebastian der Überzeugung, dass nicht jeder digitaler Nomade werden kann. Man muss sich schon mental darauf einstellen, dieses ich habe in meinem Vortrag zum Beispiel auch diese man muss sein Mindset halt ändern, ne? Weg von dieser Opferstelle, ich weiß nicht, ob ich das kann, und hin zu mehr Täter und ja, ich kann das, ich will das. Weil du ganz lange alleine gegen den Strom schwimmst. Und besonders so gegen Freunde und Familie und die Gesellschaft, die das überhaupt nicht akzeptieren, was wir eigentlich tun, weil wir halt eben nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Die verstehen halt eben nicht. Und deswegen, man muss mit viel Gegenwind rechnen und viele können damit nicht umgehen. Und gehen daran auch kaputt und sagen dann, okay, na gut, okay, dann vielleicht doch nicht. Auch Conny Bisalski nimmt sich Zeit für mich. Sie ist Reisebloggerin erster Stunde und Geschäftspartnerin von Sebastian Cannabis. Mit ihrem Blog planetbackpack.de hat Conny einen wichtigen Grundstein für die digitale Nomadenszene in Deutschland gelegt. Sie ist sozusagen die Pionierin aller Nomadenblogs. Ich lerne Conny nicht als klassische Aussteigerin à la Goodbye Deutschland kennen. Sie weiß, was sie tut. Sie ist reflektiert und wirkt sehr entspannt. Sie hat sich ein Business aufgebaut, von dem sie inzwischen gut leben kann. Ein Business ohne Chef. Und ihre Kunden sind unter anderem die Besucher ihrer Seite. Backpacker auf der Suche nach Expertentipps. Oder auch Leute, die selbst ortsunabhängig werden wollen. Denn seit diesem Jahr bietet sie mit Sebastian einen Online-Kurs für professionelles Blogging an. Ein Konzept, das sie zunächst offline gestartet und nun erfolgreich nomadenfreundlich ausgebaut haben. Sie erzählt mir von ihrem Weg hierhin. Sehr offen, authentisch und mit unglaublich viel Herzblut. Was war denn so dein Klickmoment, als du sagtest,
ich werde digitale Nomadin, also ortsunabhängig leben. Was war der Moment, wo du sagst, Der Auslöser. der Auslöser? Ja, dadurch, dass ich ja schon so mein eigentlich halbes Leben unterwegs und rund um die Welt gelebt und verbracht habe und dann mich eben eines Tages in Berlin wiedergefunden hatte, ganz schräge Umstände, und ich musste mir meinen ersten Erwachsenenjob holen. Erwachsenenjob? Mein erster Erwachsenenjob. Ja. Und ich wusste, ich würde jetzt für ein Jahr in Berlin bleiben. Hatte mit meiner damaligen Beziehung zu tun, aber Fakt war, ich saß dann also in diesem Büro, in dieser PR-Agentur, wo ich einen Job gefunden hatte, und nach 2 Monaten war klar, es haut für mich überhaupt nicht hin, für jemand anderen zu arbeiten. Zum einen diese nur 20 oder 22 Urlaubstage im Jahr zu haben, die Ketten am Bürostuhl zu spüren. Ich habe mich wie in einem Gefängnis gespürt, dieses jeden Tag zur selben Zeit aufstehen, zur selben Zeit nach Hause zu kommen. Ich habe mich wirklich richtig eingesperrt gefühlt und ganz krass meiner Freiheit beraubt. Ich hatte viel Rückenschmerzen, viel Kopfschmerzen, den ganzen Tag vom Rechner zu sitzen, 8 Stunden lang, die dir vorgeschrieben sind in dieser schönen 40-Stunden-Arbeitswoche. Genau, und da habe ich echt gecheckt, okay, Conny, so, das läuft so nicht, ich kann das nicht, ich kann es einfach nicht. Ich habe es probiert, ich merke aber, dass ich so echt nicht glücklich werde. Und im Gegenteil, es macht mich unwahrscheinlich unglücklich, es macht mein Umfeld auch sehr unglücklich. Und dann habe ich geguckt, was gibt es für Alternativen. Und dann war relativ schnell klar, als ich über die ersten digitalen Nomaden im englischsprachigen Raum gestolpert bin, dass das etwas ist, was genau meiner Lebensphilosophie entspricht, nämlich von überall arbeiten zu können, überall leben zu können und quasi das nomadische Leben, was ich vorher schon hatte, so noch zum Extrem zu treiben, dass ich das digital machen kann, was mir die größte Freiheit quasi geben würde. Ja. Im Büro an die Kette gelegt und mit der Selbstständigkeit das erste Mal das Gefühl von Freiheit erfahren. Schöne Metaphern. Aber ist eine solche Vorstellung nicht auch trügerisch? Was bringt einem die neue Freiheit, wenn sie mit Unwägbarkeiten, Ängsten und Zweifeln geteilt werden muss? Hast du auch jemals Existenzängste gehabt? Na klar, auf jeden Fall. Also ich würde lügen, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Aber auch klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört dazu, ganz am Anfang. Ich glaube, das gehört zu jeder Selbstständigkeit dazu, ob die nun jetzt ortsunabhängig und digital stattfindet oder auch ortsabhängig. Existenzängste sind, glaube ich, sehr tief in uns verwurzelt. Die verunsichern uns wahnsinnig und stehen uns wahnsinnig im Weg. Ich glaube, ein Schritt, diesen Existenzängsten vorzubeugen, ist, sich wirklich vorzustellen, so Conny, du hast Angst davor. Was heißt überhaupt Existenzangst? Das ist die Angst vor seiner eigenen Existenz, dass man nicht mehr ist, weil man vielleicht kein Geld hat, weil kein Geld reinkommt. Und sich dann vorzustellen, okay, was passiert, wenn ich kein Geld verdiene, wenn all meine Kohle weg ist? Was ist das Schlimmste, was passiert? Und ich bin meinetwegen vielleicht gerade irgendwo in Thailand und es passiert. Ja. Okay, klar, wir leben in Deutschland, wo es doch einige Möglichkeiten gibt, aufgefangen zu werden. Selbst wenn man die nicht in Anspruch nehmen möchte, ich würde sie nicht in Anspruch nehmen wollen, dann müsste ich wahrscheinlich mit gesenktem Kopf meine Eltern anrufen oder meine Mutter anrufen, fragen, ob sie mir den Flug zurück nach Deutschland zahlt, wenn ich jetzt meinetwegen gerade in Thailand sitze, wird bei ihr einziehen, solange bis ich einen neuen Job gefunden hätte. Und dann würde halt das Spiel mit dem sein Ziel erreichen wieder von vorne beginnen, weil ich wüsste, ich könnte trotzdem nicht den Rest meines Lebens in dem Job verbringen. Und ich glaube, nur weil man einmal scheitert, heißt es nicht, dass man es nicht nochmal probieren sollte. Und ich denke auch, dass diese Angst vor der Existenz, dieses schlimme Gefühl, was wir hier in der Brust haben, dem kann man auch vorbeugen. Und man kann in dem Fall vorbeugen, indem man sich eben Geldpuffer anschafft, dass man sehr ökonomisch auch damit umgeht, dass man an einen Ort fährt oder in ein Land fährt, wo man sehr günstig leben kann, dass man sich auch ganz besonders mit diesen Ängsten auseinandersetzt und sich wirklich Gedanken darüber macht, was eigentlich eine Existenzangst bedeutet. Wir nehmen immer das Wort in den Mund, also weiß ich nicht. Was heißt das eigentlich? Ja, was heißt denn das? Wie tief kann man fallen? Wie tief kann man fallen? Und diese Sache vor und dann stehst du vielleicht irgendwann vorm Nichts. Wenn ich Angst davor habe, irgendwann vorm Nichts zu stehen, was ist denn das Nichts dann eigentlich? Warum kann ein Widerspruch in sich, ja. Weil eigentlich sieht man ja dann alles, weil du bist ja ganz tief, dann kannst du ja eigentlich nur noch wachsen. Ja, ne? zum Beispiel. Ja. Aber das auch zu definieren, was dieses Nichts denn dann wäre. Und also
dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen, indem man sich wirklich tiefer Gedanken drüber macht und die auch aufschreibt in ein Tagebuch oder so. Ja, sehr wichtig. Was war dein tiefster Punkt? Der tiefste Punkt. Lass mich mal überlegen, was Wo du mein sagst, tiefster okay, Punkt war. wo du vielleicht auch Zweifel hattest, aber dann doch irgendwie den Schub bekommen hast, nee, alles richtig, weiter so. Also ich würde sagen, in den ersten 12 Monaten, und das ist wahrscheinlich so die schwierigste Zeit, war es zumindest für mich und sehe ich auch an anderen Leuten, kommen diese Momente immer mal wieder, wo man wirklich nachts im Bett liegt oder aufwacht oder nicht einschlafen kann und sich wirklich denkt, hey, scheiße Conny, was machst denn du hier eigentlich? Machst du das richtig? Bist du auf dem richtigen Weg? Okay. Glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, das klappt? Und dann hatte ich einen Moment, da sind mir, glaube ich, an einem Tag, als ich noch gefreelanced hatte und Kunden hatte, sind mir an einem Tag 2 Kunden abgesprungen. In welchem und Bereich, darf ich fragen? Ich habe im Online-PR- und Social-Media-Bereich, ich habe Übersetzungen auch eine Zeit lang gemacht. Auf jeden Fall sind mir also 2 Kunden abgesprungen und da ging ganz viel Geld flöten, auf das ich jeden Monat lang gebaut habe, davor 6 Monate lang. Und das war für mich recht hart und das war auch in einer recht stressigen Zeit, wo viele andere Projekte auch am Start waren. Und ich weiß noch, dass ich da saß und sehr traurig war und ziemlich fertig war und geweint habe, weil ich mir echt dachte, okay, scheiße, vielleicht war es das jetzt. Also ich habe irgendwie so den Wald vor lauter Bäumen auch nicht mehr richtig gesehen, weil du denkst dann auf einmal nicht mehr klar. Wenn du erstmal diese E-Mails liest oder diese Anrufe bekommst, hey, sorry, wir haben keine Kohle mehr, dich zu bezahlen. Ne? Was machst du da? Und komischerweise hat sich das Blatt aber in diesem Moment dieser großen Verzweiflung, die wirklich da war, diese krasse Existenzangst zu spüren, für mich so gedreht, dass ich diese Zeit, ich hatte meinen Geldpuffer da, ich wusste, hey Conny, kein Problem, die nächsten 3 bis 6 Monate, du kriegst es schon irgendwie hin. Sich auch mit Freunden auseinandersetzen, die eben auch selbstständig sind, ortsunabhängig und so weiter, die einen wieder pushen auch, die einem helfen, aber auch ich habe die Zeit investiert und habe es in meine eigenen Projekte investiert. Also von dem Kunden weg, die Zeit genommen, eigene Projekte, besonders auch in Planet Backpack investiert und habe gemerkt, okay, krass, jetzt habe ich diese viele Zeit, die ich konstruktiv für meinen eigenen Traum nutzen kann. Und da hat sich auf einmal wahnsinnig viel getan. Und auf einmal habe ich so viel mehr Geld mit meinen eigenen Projekten gemacht und habe eigentlich diese Freelance-Kunden gar nicht mehr gebraucht und war froh, dass sie gegangen sind im Nachhinein. Ja, klar, Also macht die abhängig am Ende, ne? so lustig, ja. Existenzängste sind also total normal. Für Selbstständige wie für digitale Nomaden. Insbesondere, wenn man ganz am Anfang seiner Nomadenreise steht. Oder um es positiv zu sagen, Ängste und Zweifel dienen dazu, an Grenzen zu gehen und über seinen eigenen Schatten zu springen. Man wächst mit ihnen, denn sie treiben uns an. Die erste digitale Nomadenkonferenz war für die Veranstalter Feli und Markus ein voller Erfolg. Und ich stelle fest, die Bewegung der digitalen Nomaden ist nicht mehr aufzuhalten. Schon im Oktober wird es das nächste Event geben, wegen hoher Nachfrage. Noch größer und noch fetter. Ja, man kann schon fast von einer Industrialisierung der Nomadenszene sprechen. Die DNX trägt ihren Teil dazu bei, dass Menschen ihre Komfortzone verlassen, ihren eigenen Weg gehen und nicht nur Dinge tun, die andere von ihnen erwarten. Die Bewegung steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, so wie einst die IT- oder die Online-Marketing-Branche. Wir beobachten gerade die Anfänge einer Bewegung, die erstmals Themen wie persönliche Freiheit, Reisen, Produktivität und Selbstverwirklichung miteinander kombiniert. Es ist ein Angriff auf die traditionell geprägte Arbeitswelt. Es ist eine ganz andere, ganz neue Arbeitswelt, die sich die digitalen Nomaden erschaffen. Eine Welt, in der Arbeit nicht als notwendiges Übel betrachtet wird, sondern als erfüllender Bestandteil des eigenen Lebens. In die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss geht es ja darum, nicht mehr als 4 Stunden die Woche zu arbeiten. Lifestyle-Design nennt er das. Conny sagt, 4 Stunden würden ihr reichen, um ihr Einkommen zu sichern. Aber ihre Sichtweise auf dieses Konzept ist eine andere. Der Sinn für mich einer 4-Stunden-Arbeitswoche ist dann nicht zu sagen, so, jetzt höre ich auf und jetzt lege ich mich in die Hängematte und trinke meinen Cocktail und schaue in die Luft, sondern ist zu sagen, so, und jetzt mache ich Dinge, die mir auch viel Spaß machen, die mir aber unter Umständen noch kein Geld einbringen. Das heißt, diese Zeit nach diesen 4 Stunden kann ich nutzen, um Dinge zu tun, an Projekten zu arbeiten, neue Business-Ideen zu entwickeln, die mir eventuell noch kein Geld einbringen. Und natürlich ist es schön, auch sehr viel Zeit für Dinge zu haben, die überhaupt kein Geld einbringen und auch nie Geld einbringen werden, wie zum Beispiel einfach nur mit Freunden zusammenzusitzen, wie einfach auf Reisen zu sein, sich Dinge anzugucken, neue Leute kennenzulernen, tauchen zu gehen, was auch immer. Ja.
Auch Sebastian versucht nicht, seine Arbeitsstunden pro Woche bis auf das absolute Minimum zu reduzieren. Er ist da ganz entspannt. Ich stehe ja meistens so wenn ich halt wach bin, keine Ahnung. Es kann manchmal 6 Uhr sein, aber meistens so gegen 9. Dann schaue ich erstmal auf mein Handy und sehe, was in der Nacht so reingekommen ist. Und wenn ich merke, okay, das ist was ganz Wichtiges, dann erstmal am PC und dann frühstücken. Aber am liebsten versuche ich schon zu frühstücken und mal so zu duschen und also wie ein Mensch auszusehen, auch wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzt. Dann höre ich auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Also das kann dann sein, dass ich mittags um 1 dann schon vielleicht an den Strand gehe, wie in Barcelona, und dann den Rest des Tages nichts mehr mache, oder halt eben auch wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht durcharbeite. Also das ist gar nicht so die Routine. Ich hab da keine Routine, nee, wie ich gerade Lust habe. Es geht nicht darum, wie viel oder wie wenig man arbeitet. Es zählen schlicht die Ergebnisse und nicht das Abbummeln von Stunden oder der Nachweis von Anwesenheit. Die Leidenschaft erzeugt die Disziplin. Die Lust daran, sein eigenes Online-Business weiter voranzutreiben. Die guten Ideen dann zu nutzen, wenn sie einem gerade durch den Kopf gehen. Viele Nomaden haben auch ihr Konsumverhalten dem neuen Lifestyle angepasst. Denn man möchte ja weder viel Miete für eine Wohnung bezahlen, die man sowieso nicht nutzt, als auch viel Krams mitschleppen, den man sowieso nicht benötigt. Markus und Feli waren da in ihrer Umsetzung sehr radikal. Die Wohnung, die wir eigentlich hatten, ist untervermietet. Und ich denke mal, die bleibt noch bis Ende des Jahres untervermietet, aber dann geben wir sie komplett ab. Da haben wir noch ein paar Möbel drin, die sind aber wie gesagt bei der Untermieterin, und die wird die entweder übernehmen oder wir verkaufen sie dann. Und der Rest ist in genau 5 Boxen, also 2 von Markus, 2 von mir, eine von uns zusammen, macht 5 und die kommen in die Lagerbox. Auch Bens Leben passt in einen Rucksack und einen Trolley. Ich habe ein Minizimmer, 8 Quadratmeter. 8 Quadratmeter? Ja. Liegt eine Matratze drin. Sonst meine kompletten Sachen passen in einen Reiserucksack und einen kleinen Trolley rein. Je weniger Zeug ich besitze, desto freier fühle ich mich irgendwie und versuche eigentlich immer, soweit es geht, halt keine materiellen Dinge in mein Leben zu holen, sondern die eher zu beseitigen aus meinem Leben. Doch wenn ich jetzt sämtliche persönlichen Dinge aufgebe, wer sagt mir, was in 10, 20 oder 30 Jahren sein wird? Denkt da jemand dran? Glaubst du, dass du diesen Lifestyle digital normal ewig machen kannst? Also denkst du auch schon ein bisschen an die Zukunft, zahlst du zum Beispiel in die Rente ein? Nein, mache ich nicht. Weil du sagst... Nein, weil ich mir Business aufbaue und das wird dann auch noch funktionieren und das brauche ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwann machen werde. Ne? Also ich bin da wirklich immer sehr, sehr flexibel und von Höpfchen auf Stöckchen. Ich will mich auf nichts festlegen heute. Ich lebe erstmal im Jetzt und natürlich, ich weiß, dass ich in 30, 40, 50 Jahren immer noch erfolgreich sein werde, das weiß ich. Und darauf vertraue ich und das ist halt weil ich halt eben dafür brenne für diese Sachen, die ich mache. Wir werden sehen. Zahlst du auch dann doch mal ein paar Honis in eine private Rentenversicherung? Einfach? Nee, Rentenversicherung ist für mich echt ein Fremdwort. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Weder gesetzlich noch privat? Weder gesetzlich noch privat. Okay. Ich plane nicht in Rente zu gehen, das ist mal das Erste. Ich will wirklich im Grunde so lange arbeiten, wie es geht, nämlich an den Dingen, die mir Spaß machen, die meine Leidenschaft sind. Dann sehe ich auch keinen Grund, in Rente zu gehen und dann zu sagen, so, ab heute mache ich jetzt nicht mehr, was mir Spaß macht, weil jetzt muss ich ja in Rente gehen. Macht für mich keinen Sinn. Aber ansonsten, klar, spare ich mir jetzt, wo ich in der Position bin, auch Geld sparen zu können, spare ich jeden Monat auf mein Sparkonto ein. Und also ich habe keinen sehr exklusiven Lifestyle. Ich komme mit sehr wenig aus und kann daher sehr viel Geld sparen. Und was mit dem dann irgendwann mal passiert, ob ich das mal anlege vielleicht irgendwie, wie das Erwachsene so tun, dann sollte ich mich mal informieren in den nächsten 1, 2 Jahren, ja. Aber für mich ist Altersvorsorge etwas, das bedeutet, ich lebe nicht im Jetzt und das finde ich sehr schade. Ja. Das Vertrauen in die Rentenkasse war auch schon mal größer. Aber im Grunde ist das nur eine logische Konsequenz aus den Grundprinzipien eines selbstbestimmten und unabhängigen Lebens. Wenn ich an mich und meine Fähigkeiten glaube und sowieso nicht aufhören will, warum sollte ich dann einzahlen? Es wird sicherlich auch Stimmen geben, die das als unsolidarisch und egozentrisch beurteilen. Was ist zum Beispiel mit der Generationengerechtigkeit? Ich finde, da sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ein anderes Thema ist die Familie und die Gemeinschaft aller lieben Menschen um uns herum. Da sind wir uns sicher alle einig. Die wollen wir nicht vernachlässigen oder enttäuschen. Wie ging es zum Beispiel Tim? Wie hat seine Familie reagiert? Wie pflegt er sein soziales Umfeld?
Die Familie hat mich von Anfang an unterstützt, aber ich habe auch so ein bisschen verheimlicht, dass ich die, oder anders gesagt, ich habe denen schon gesagt, ich möchte mich selbstständig machen und ich hatte ja auch einen konkreten Plan. Aber dass ich das Ganze ortsunabhängig machen will, das habe ich nicht sofort mit erwähnt. Warum auch direkt mit der ganz harten Keule raus? Aber ich finde es sowieso mutig, direkt beide Schritte gleichzeitig zu gehen. Tim besucht seine Familie in Wuppertal etwa alle 2 Monate, wenn er in Deutschland ist. Freunde aus der Schulzeit hat er dort nicht mehr. Seine Freunde sind in Köln und Berlin verstreut. Wie sieht es bei Sebastian aus? Hat sein Umfeld ihn unterstützt? Meine Mutter, ja, 100% immer, egal was ich gemacht habe, mein ganzes Leben lang. Der Rest der Familie, aber die verstehen alle noch nicht, was ich mache. Also nach 3 Jahren verstehen die immer noch. Ich habe gestern eine lange Unterhaltung mit meiner Mutter am Telefon gehabt. Die hat gesagt, auch wenn ich nicht verstehe, was du tust, alles. Bin ich super stolz darauf, was du tust und du hast meine volle Unterstützung. Aber ja, also wenn ich mit meinen Großeltern spreche, null Ahnung. Junge, dein Studium und ne, also es ist schwer. Ja, und Freunde, die haben sowieso schon immer gedacht, dass ich an einer Waffel habe. Deswegen ist das kein großer Unterschied zu vorher. Ne? Sebastian erzählt mir, er habe schon früh das Unternehmertum für sich entdeckt. Einen kleinen Radiosender mit 14, eine Beratungsagentur im Studium und nebenbei noch die Leitung der Studentenvereinigung. Nun ist er Online-Unternehmer. Etwas weg von der Norm. Die Leute finden es komisch, natürlich. Die denken, wie kannst du mit einem Blog Geld verdienen, weil die auch nicht das Businessmodell dahinter verstehen. Das ist ja das große Problem. Wenn die Leute verstehen würden, wie man Geld verdient im Internet, dann wäre das ja alles ganz normal und alles okay. Aber dadurch, dass man das halt nicht versteht und für Leute halt überhaupt nicht messbar und nicht greifbar ist, weil das Internet halt etwas ist, was man nicht anfassen kann. Man kann nicht einfach ein Produkt kaufen und es direkt in der Hand haben. Deswegen verstehen die das halt oft nicht. In Connys Fall hat die Geschichte etwas anders begonnen. Sie war schon sehr viel früher für ganze 2 Jahre mal weg und hat sich anschließend einen Job gesucht. Natürlich waren meine Eltern auch sehr froh, als ich dann endlich meinen Erwachsenenjob hatte und sich dachten, so, Conny ist jetzt aufgeräumt. Als ich dann denen erzählt habe, was ich vorhatte, waren die nicht unbedingt sehr begeistert, aber sie wären mir auch nie im Weg gestanden. Und das haben sie noch nie, muss ich echt sagen. Bin ich sehr dankbar für meine Eltern, die mich immer in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben, besonders eben auch mental und emotional. Sie standen mir nicht im Weg, sie haben gesehen, wie unglücklich ich bin, sie haben gesehen, das bin nicht ich, in dieser Agentur zu arbeiten. Und ich glaube, sie haben schon auch gecheckt, so, ich war zu dem Alter, als ich dann, als ich diese Entscheidung getroffen habe, digitale Nomadin zu werden, da war ich dann 28 oder 27. Also ich war jetzt auch keine 20 mehr, weißt du, die haben schon gecheckt, hey, die Conny, die kriegt ihr Leben auf die Reihe und ein Plan B wäre immer mal noch gewesen, wieder als Tauchlehrerin arbeiten zu gehen zum Beispiel. Also ich glaube, die hatten schon so ein gewisses Grundvertrauen in mich. Und meine Freunde, weiß ich nicht, ich glaube, die haben viele nicht so ganz gecheckt, was ich jetzt nun wirklich machen will. Und es gab aber schon auch die ein oder anderen, die es mir nicht zugetraut haben, beziehungsweise die es nicht verstanden haben. Also das Konzept und echt so. Was sagen die heute dazu? Was die heute dazu sagen? Nicht mehr viel, wir sind nicht mehr so eng befreundet. Okay, so ist es wohl. Es bleiben immer die Freunde, mit denen man ein gemeinsames Werteverständnis teilt. Und wenn sich die eigenen Interessen verschieben, verschiebt sich auch mal das soziale Umfeld. Die Nomaden, die ich getroffen habe, haben in diesem Punkt auf jeden Fall eine sehr pragmatische Sichtweise. Auf der DNX gab es aber auch zwischendurch mal die ein oder andere kritische Frage. Gott sei Dank. Und schon sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Vielleicht allerletzte Frage, ganz kurz. Frage. Der Wolfgang. Hallo Wolfgang. Also ich habe noch eine wichtige Frage, die überhaupt nicht aufgetaucht ist. Also das sprüht ja alles vor Idealismus, was man alles machen kann und wo man reisen kann. Aber es gibt auch noch etwas ganz anderes im Leben. Man möchte vielleicht auch eine Familie gründen und Kinder haben. Also wir leben ja in einem kinderarmen Land. Und die Leute, die hier sind, so wie ich das höre, die haben sich auch gegen Kinder entschieden zum großen Teil. Oder die werden kaum Kinder kriegen, weil sie mit ihren Kindern das alles nicht mehr machen können. Oder? Nee, Wo ist der Konstantin? Hier ist er. Okay, Konstantin muss jetzt hier ran. So, Konstantin, erzähl uns mal, was du vorhast. Danke, Conny. Ja, also, ich bin angestellt. Das, was so furchtbar ist. Ja, wir werden ich werde ab 1.8. für 1 Jahr eine Auszeit nehmen. Und wir werden dann mit der Family ab 3.8. mit dem Schiff starten, eine Segeltour
Wir werden von Holland aus starten, durchs Eiselmeer, Amsterdam, durch den Kanal Richtung Kanaren, ab den Kanaren dann Mitte November über den Atlantik und dann in der Karibik. Drei. 3. Wie alt sind die? Also die älteste wird 12 in diesem Sommer, dann knapp 10 und 7. Und auch das, was Conny sagt, mir ist vor 2 Jahren bewusst geworden, dass wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es als Familie nicht mehr. Aber dann wird die Älteste sagen, nett, aber nicht mit euch. Ein gutes Beispiel für die positive und ermutigende Stimmung auf der DNX. Vielleicht stößt man als Familie oder Pärchen häufiger an Grenzen. Doch digitale Nomaden sind darauf eingestellt, vermeintliche Grenzen zu überschreiten. Ja, vielleicht auch mal anzuecken. Sie nehmen einiges in Kauf, um ein freies Leben nach ihren Wünschen zu führen. Manchmal auch gemeinsam als Familie. Der Kommentar wirft allerdings eine gute Frage auf. Die Frage nach der Nachhaltigkeit des Nomadentums. Sollte diese Bewegung größer werden, was passiert dann mit unserer Gesellschaft, unserer Kultur, unseren Strukturen des Zusammenlebens? Ich bin aber kein Sozialwissenschaftler. Ich kann nur mein ganz persönliches Fazit ziehen und da muss ich sagen, ich fühle mich richtig beflügelt. Ich habe eine Menge von Leuten getroffen, die coole Projekte machen, die jeden Tag neue Ideen haben und wirklich viel Spaß an ihrer Arbeit haben. Sie sind alle durch eine schwierige Zeit gegangen, aber arbeiten heute kontinuierlich daran, jede sich anbahnende Sackgasse zu vermeiden. Alle Nomaden, die ich kennengelernt habe, haben unterschiedliche Erfahrungen mit ihren Freunden und ihrer Familie gemacht. Meine Eltern kennen mich nun schon seit 3 Jahren als Freiberufler. Sie haben mich damals mit 20 auf meinen Weg nach Hamburg begleitet. Ich besuche sie heute in Nordkirchen, wo sie vor 12 Jahren hingezogen sind, nachdem meine Schwester und ich aus dem Haus waren. Sie wissen natürlich schon etwas länger, welche Pläne ich verfolge. War Ihnen denn schon früher klar, dass ich mich so entwickeln würde? Aber war ich schon immer so? Nein. Also früher, deswegen, man konnte sich das einfach nicht vorstellen. Du wohnst also heute in einer Stadt, die über 1,5 Millionen Einwohner hat. Ja. Hattest aber Angst damals, als nicht keine Lust. Als gesagt wurde, auch keine Lust hattest, als gesagt wurde, wir fahren nach Dortmund in die Stadt. Dortmund hatte damals rund 500.000 Einwohner, also gegen zu Hamburg. Also aber immer noch eine Großstadt. Großstadt. Ja. Hast du dich aber sofort ins Wohnzimmer geflüchtet, hast dich eingeschlossen, den Schlüssel rumgedreht und das mit 2 oder 3 Jahren. Und warum wollte ich damals nicht? Also ich meine, was war der Grund? Du bist nie gerne in die Stadt gefahren. Du gingst Ich früher kriegte nie. dich nur in die Stadt mit Eis essen, Kuchen essen oder ein Hamburger oder irgendwas. Ne? Sonst kriege ich dich überhaupt nicht in die Stadt. Ne? Nein, du bist nicht gerne in die Stadt gefahren. In die Stadt zu fahren, das war für dich ein Gräuel. Okay. Also einkaufen in den Ort, ja, das war drin. Ne? Da kriegtest du ja deine Fleischwurst. Ne? Das war drin, aber sonst war an für sich das immer nicht möglich. Und deswegen ist es an für sich erstaunlich, dass du heute so weit überall rumfährst. Ne? Und keine Angst, also Angst hast du damit auch nicht gehabt, aber nein, aber irgendwie nicht gerne gehabt. Dinge, an die ich mich selbst gar nicht mehr erinnern konnte. Aber dafür habe ich ja meine Eltern. Sie beobachten mich mein ganzes Leben. Wann, meinen Sie, hat sich bei mir das Blatt gewendet? Ich damit an damals, als du nach Hamburg gezogen bist, dort deine Ausbildung machtest als Kaufmann für audiovisuelle Medien. Und damit fing praktisch dieses Nomadenleben eigentlich an, also im weitesten Sinne. Siehst du das so? Du hast schon etwas sag mal. Alle 2 Jahre umgezogen. Bist du umgezogen? Ja, kann man sagen. Ja, das schon. Und du bist in Hamburg alleine schon 5-mal umgezogen. Und zwischendurch war ich in Köln und kurz in Essen. Stimmt. Wo ich meine Eltern aber gerade schon mal da habe als Vertreter einer etwas älteren Generation. Mein Vater war viele Jahre für eine Brauerei tätig, meine Mutter hatte zwischenzeitlich mal ein eigenes Modegeschäft. Sie kennen ein ganz anderes Konzept von Arbeit. Wie bewerten Sie die Entwicklungen, die Sie durch mich beobachten? Es ist nicht so wie früher. Ja. Das war eben meine Bodenständigkeit. Ja. Ich habe in meinen 42 Berufsjahren 2-mal die Firma gewechselt. Das gibt es heute nicht mehr. Ist heute nicht mehr drin. Aber jetzt nochmal um Selbstständigkeit zurückzukommen, wenn ihr jetzt einfach mal so direkt vergleicht, was war der Moment, wo ihr euch am freiesten gefühlt habt? Also wo ihr, war das Angestellten-Dasein? Selbstständigkeit ist nicht schlecht, ist schön.
interessant. Heißt ja, du bist frei, du kannst frei entscheiden, du bist unabhängig, du kannst, ich würde nicht sagen tun und lassen, was du willst, aber Harte Arbeit auch. Aber du musst auch einen du hast ganzen aber Tag... ein unternehmerisches Risiko, das darfst du nicht außer Acht lassen. Ja, und vor allem, du stehst den ganzen Tag im Geschäft und hast auch keine Freiheit in dem Sinne. Ne? Ja. Du musst wenn du dann frei hast, du hast mal einen halben Tag, sagen wir mal, wo du vielleicht nachmittags zu hast, ja, was machst du dann? Fährst zum irgendeinen Händler hin, kaufst ein, ne? Und das musst du denken, wir haben damals ja schon, deine Schwester war ja schon da, ne? Wir haben auch noch ein Kind dabei gehabt. Mein Spaß hat es gemacht, also nicht, ich will auch nicht sagen, dass in den Läden, das war schön, also es war nicht jetzt, dass es schlecht war, ne? Aber das Risiko ist sehr, sehr groß. Also ich weiß nicht, heute will ich es nicht nochmal machen, muss ich ehrlich sagen. Aber in deinem Fall, wie gesagt, ist es ja auch was anderes. Du hast ja nicht diesen Wareneinsatz. Es ist auch eine ganz andere Zeit. Ich stimme meiner Mutter voll zu. Aber ich habe wirklich bessere Erfahrungen mit meiner eigenen Selbstständigkeit gemacht. Nur hier habe ich die Freiheit gefunden, selbst über mein eigenes Leben und meine Ressourcen entscheiden zu können. Und diese Freiheit ist mir tatsächlich jede vermeintliche Unsicherheit wert. Die Kunst ist es, mit diesen Unsicherheiten richtig umzugehen und daraus Energie und Motivation zu ziehen und nicht etwa Frustration oder gar Zukunfts- oder Existenzängste. Entscheidend ist, wie man sich selbstständig macht. Ganz offensichtlich und eigentlich sogar per Definition ist ein Lokal oder ein Laden tatsächlich nicht die beste Lösung für ein ortsunabhängiges Business. Doch wer wie ich gerne schreibt oder etwas anderes digital erschafft, hat heute die besten Möglichkeiten, sich ein solches Business aufzubauen. Zum Beispiel als Autor, Grafikdesigner, Consultant, Webentwickler oder Musiker. Ideen gibt es genügend. Schön finde ich, dass sich meine Eltern inzwischen mit dem Gedanken durchaus anfreunden können, dass sich ihr Sohn zunächst nicht auf einen bestimmten Wohnort festlegen will. Jetzt irgendwo, sagen wir mal, gerade bist im Ausland, dann können wir dich ja auch besuchen und machen ein bisschen Urlaub. Zum Beispiel, ja. Oder bleiben wir mal ein paar Tage oder eine Woche. Ja, eben. Ja, gehen wir dir auf den Wecker und dann fahren wir. Lebe deinen Reisetraum und teile ihn mit deinen Liebsten. So oder so ähnlich könnte mein Motto in nächster Zeit lauten. Denn in fremden Betten zu schlafen bedeutet nicht zwangsläufig seine Heimat oder sein Zuhause aufzugeben. Ein ortsunabhängiges Leben, also eines ohne festen Wohnsitz zu führen, klingt für viele ziemlich sonderbar und für viele auch gar nicht erstrebenswert. Ich treffe mich mit einem meiner besten Freunde im Seaside Beach Baldeney in Essen. In dieser Stadt haben wir vor 3 Jahren auch für ein paar Monate zusammen in einer WG gelebt. Heute wohnt er in Düsseldorf und ist zum einen Angestellter in einer Medienagentur und zum anderen selbstständiger Sänger und Gesangscoach. Tim kennt also beide Arbeitswelten. Wozu würde er tendieren? Würde er auch gerne Nomade werden? Ich stelle mir das so schwer vor, weil ich verbinde mit einem Zuhause und mit Wohnen immer so auch so einen gewissen Standort, ein soziales Umfeld, was gleich ist, wo man auch hingehen kann, mit dem man dann auch mal ungefragt einen Kaffee trinken kann. Einfach, wo man, das Zuhause lebt ja nicht nur allein von dem Ort und dass ich mich eingerichtet habe mit Internet und hin und her, sondern auch das soziale Umfeld ist einfach auch mein Zuhause. Ich bin jetzt gerade 2,5 Jahre, fast 3 Jahre jetzt in Düsseldorf und kann jetzt mal langsam sagen, das ist jetzt ein Zuhause, es wird ein Zuhause, weil mein soziales Umfeld wächst, ich ruhiger werde in der Stadt, mich auskenne. Nicht, dass ich es nicht vorher gewusst hätte, aber Tim legt wirklich sehr viel Wert auf seinen sozialen und räumlichen Rückzugsort. Ich für meinen Teil hatte immer einen sehr kleinen und verstreuten Freundeskreis. Den habe ich in letzter Zeit oft gepflegt, indem ich mit ihnen ganze Wochenenden verbracht habe. Gerne auch mal nicht zu Hause. Mit Tim zum Beispiel im November ein Wochenende auf Sylt. Aber die Frage ist, warum machst du das? Warum mache ich das? Warum bin ich unterwegs? Warum warum du dich für diesen Weg entschließt. Ich meine, du gibst ja eine große Sicherheit auf und wirfst dich hin. Ja, aber das ist ja genau die Frage jetzt. Also für mich wäre es eine Sicherheit aufgeben, eines Standortes, von dem ich dann wachsen kann wie ein Baum und einfach meine Zweige ausstrecken kann und gucken kann, wo ich hinkomme. Und du gibst die Sicherheit einer Heimat, einer wirkliches Zuhause, das klassische, konservative Heimat gibst du auf und sagst einfach, ich gehe mal irgendwo anders hin und guck mal, was da los ist. Ich bin halt kreativer, wenn ich unterwegs bin, wenn ich an anderen Orten bin, wenn ich eben nicht immer zu Hause bin. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, selbst wenn ich nicht in einem Büro wollte in Hamburg, ich könnte ja Homeoffice machen oder so. Ja, aber vermisst du denn nichts? Vermisst du dann nichts? Also was heißt vermissen? Okay, du kommst jetzt wieder, Freunde,
Wohnung, immer das Wiederkehrende, die gleiche Hauswand, die gleiche Wohnung. Die Hauswand geht es nicht, aber es geht um das soziale Umfeld. Zum Beispiel. Aber würdest du nichts vermissen? Ich weiß, selbst wenn ich einen Monat unterwegs bin und bin wieder zurück, ich weiß, dass dann immer noch irgendwie die Welt steht und alles noch in Ordnung ist. Und wenn nicht, dann bin ich ja dann wieder da. War das schon immer so? War das schon immer so? Was jetzt? Dass du genauso gedacht hast, wie du gerade mir das gesagt hast? Ich war noch nie einen Monat weg. Also schon in dem Sinne, dass ich woanders hingezogen bin und dann wieder zurückkam. Und ich glaube, ich meine, klar, wir haben uns jetzt auch 5 Monate nicht gesehen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie verkrampft hier sitzen und denken jetzt irgendwie, worüber müssen wir reden? Wir kennen uns nicht mehr, oder? Nee, das stimmt. So. Dafür kennen wir uns zu lange. Und ich behaupte einfach mal, das wird sich auch nicht ändern, wenn ich jetzt einen Monat auf Sylt oder einen Monat auf Teneriffa bin und wieder zurückkomme. Und wir reden ja dann, also ich bin ja nicht weg. Nee, das stimmt. Fühlst du dich dann jünger, wenn du unterwegs bist? Jünger? Ja. Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Aber ich dir. Danke. Bin sehr dankbar für die Frage. Das ist immer so, weißt du, dann die Zeit zu schinden. Genau. Jünger würde ich jetzt. Nee, also ich fühle mich freier. Also ich glaube schon, dass das am Ende geistig fitter macht und bestimmt auch körperlich wacher. Weil als wenn du dich, sag ich mal, zu Hause in einer 50 Quadratmeter Wohnung 30, 40 Jahre einsperrst. Das stimmt. Überspitzt gesagt. Ob Reisen und unterwegs sein jünger macht oder nicht, ich glaube schon, dass Reisen generell etwas mit den Menschen macht, im positiven Sinne. Du siehst wesentlich entspannter aus, seitdem du die Entscheidung gefällt hast. Ja? Naja, ist klar. In der Findungsphase ist man natürlich alles andere als ich meine, ich habe ja den Vergleich zu November und noch Dezember und Co. Und das ist schon was anderes. Muss ich auch sagen. Also habe ich auch ein bisschen nicht mit mir gehadert. Also gerade so der Jahreswechsel war auch, wo ich dachte, was willst du jetzt eigentlich? Das war so wirklich. Aber es fühlte sich gut an. Also je mehr ich mich dann auch mit dem Thema befasst habe, war irgendwie klar, was kann schon schief gehen? Also weißt du, was kann ich verlieren? Was kann schon schief gehen? Genau. Mir brennt aber noch ein anderes Thema auf der Seele, zu dem ich gerne Tims Meinung wüsste. Man wird ja immer gerne dann auch so als Selbstoptimierer, als Egozentriker abgestempelt, dadurch, dass man selber viel unterwegs ist. Klar, du sagst, du gönnst es mir, aber insgeheim, ich glaube, wenn man mit Leuten spricht, da kommt auch viel so auf der Tonspur oder so im Unterton rüber, ja, lass den mal machen, aber eigentlich ist das ja so ein Eigenbrötler. Naja, aber es ist ja auch ein Thema, was sehr abstrakt für viele Leute ist. Viele Leute können sich das überhaupt gar nicht vorstellen, weil sie genau mit solchen Leuten, wie du jemand bist, nichts zu tun haben. Für die ist das ja ganz aus der Welt, das ist ja Kunst, was die vergleichen das vielleicht ein bisschen sogar mit Künstlertum. Die Person weiß nicht, was sie will und deswegen macht die Person das. Interessante Vorstellung. Der digitale Nomade als Künstler. Und tatsächlich ist er so etwas wie ein Lebenskünstler, der ein eher minimalistisches Verhältnis zu Dingen pflegt, der aus jeder Situation stets das Beste macht und sich nicht von jeder Kleinigkeit gleich aus der Bahn werfen lässt. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass Tim mich nicht als Eigenbrötler und Egoist sieht, sondern meine Motivation versteht, die hinter der ganzen Aktion steht. Meine Eltern haben mir noch zu verstehen gegeben, dass sie fürchten, mich in Zukunft nicht mehr regelmäßig zu sehen. Ich glaube, dass ich sowohl mit ihnen als auch mit meinen Freunden in Zukunft eine ganz intensive Zeit verbringen kann. Nämlich dann, wenn ich mal für ein paar Tage meinen Wohnort zu ihnen verlege. Denn das geht dann ja. Es ist Juni und langsam bekomme ich schon Muffensausen. Dennoch habe ich viel auf der Uhr, bevor ich in mein ortsunabhängiges Leben starte. Zurzeit ist Anja in Dublin und versucht sich wieder an Europa zu gewöhnen. Während ihrer einjährigen Weltreise haben wir regelmäßig wichtige Dinge per Videokonferenz besprochen. Ich in ihrer Blankeneser Wohnung und sie zum Beispiel in 11.000 Kilometer entfernten Bangkok. Ich will wissen, wie es ihr geht, so kurz vor ihrer Ankunft in Deutschland. Ich glaube, am 1. oder 2. Juli komme ich nach Deutschland, werde dann zu meinen Eltern fahren, meine komplette Familie besuchen, für eine Woche da bleiben und dann komme ich nach Hamburg, wo hoffentlich Arbeit auf mich wartet und ein ganz toll aussehender Garten. Ja, der Garten. Noch so etwas, was ich nicht vermissen werde. Okay, der Garten an sich war super, aber ihn zu pflegen? Nein, danke.
Ja, der Garten, der sieht gut aus. Ja? Nein, also er sieht ja sowieso... Die Blumen alle rausgezogen, anstatt des Unkrautes? Ja, genau, so ungefähr. Nee, ich war jetzt, letzte Woche war ich fleißig auf jeden Fall. Aber es ist halt wirklich nicht meins. Ich habe keinen grünen Daumen. Also die Blumen sind gegossen und ich habe... Die Rosen sind auch immer noch grün? Die Rosen sind grün, noch blühen sie ja nicht. Ich hoffe, dass das so richtig ist. Ja. Aber ich musste dir leider auch eines mitteilen. Und ich hoffe, das schockt dich jetzt nicht allzu sehr. Ich musste dir einen neuen Haselnussbaum kaufen. Echt? Ja, der hat leider den Winter nicht überlebt. Jetzt habe ich dir so einen kleinen, der ist leider ein bisschen kleiner, aber dafür hast du ja viel mehr Freude dran. Ja, nee, aber sonst ist... Noch irgendwelche Dinge? Ja, generell hat sich viel in Blankenese getan. Du wirst Blankenese nicht mehr wiedererkennen. Warum? Der Penny ist unten raus, da ist jetzt Temma drin, so ein neuer Deluxe-Supermarkt vom Rewe. Lindner hat zugemacht, da ist jetzt irgendwie die Baustelle. Ach ja, hier und da mal, ne? So ein paar Kleinigkeiten. Ja. Bist ja schon Blankeneser geworden, ne? Ich sag's dir, du. Im Juli steht Anja dann also hier mit ihrem Backpack und sagt, jetzt wohne ich wieder hier. Danke fürs Aufpassen. Ich werde dagegen mit Sack und Pack die Wohnung verlassen. Aber ich darf bei ihr gemeldet bleiben, hat sie mir versprochen. Ich ziehe dann für einen Monat nach Sylt. Meine Ikea-Fußmatte und das Ledersofa stehen schon auf eBay zum Verkauf. Es kribbelt schon ein wenig unter der Haut, wenn ich darüber nachdenke. Alles weg. In einer Ferienwohnung zu Hause. Erstmal pendle ich für 3 Tage die Woche nach Hamburg. Ich habe hier für ein Jahr einen Freelancer-Auftrag bei meinem alten Arbeitgeber aus der Musikbranche. Und den Rest der Zeit sitze ich wohl in Westerland. Oder im ICE nach Münster. Oder in Alsdorf bei Nina. Oder in Düsseldorf bei Tim. Oder bei meinen Eltern in Nordkirchen. Im August für 2 Wochen in Budapest zum Sziget Festival. Anja kommt wohl mit. Und damit beweist sich wieder, ich bin nicht aus der Welt. Ich kann sogar eine richtig geile, intensive Zeit mit meinen Freunden verbringen. Wo immer ich auch sein werde. Ich werde für mich ausprobieren, was das Nomadenleben mit mir macht. Schritt für Schritt. Die Möglichkeiten sind großartig. Die Leute, die ich kennengelernt habe, nehmen mir die Angst. Sie zeigen, was alles möglich ist. Jeder kann sich herauspicken, was für ihn passt, was für seine ganz persönliche Situation richtig ist und was ihn glücklich macht. Weil das geilste Leben überhaupt ist. Du bist frei, du kannst entscheiden, was du willst. Also du bist ja dein eigener Boss, ne? Und diese Freiheit zu haben, heute arbeite ich von hier und letzte Woche habe ich aus Schweden gearbeitet und die Woche davor war ich in Barcelona. Einfach dieses ständig den Ort wechseln zu können, wenn man will. Man muss es ja nicht. Das finde ich für mich, das ist die geilste Freiheit, die du haben kannst. Die Zeit, die ich vom Laptop verbringe, die macht mir einfach wirklich Spaß. Das ist etwas, was für mich nicht etwas ist, wo ich mich darauf freue, dass ich es aufhöre, sondern man vergisst die Zeit. Und wenn man bei etwas die Zeit vergisst, ich glaube, das ist ein gutes Anzeichen dafür, dass man etwas gern macht. Also ich kann jetzt meine ersten Erfolge so vorweisen, verdiene immer ein bisschen mehr, habe jetzt auch schon ein paar ziemlich coole Jobangebote bekommen und die Medien sind auf mich aufmerksam geworden. Und ich merke auch so, okay, da tut sich was so, es gibt immer mehr Leute, die so den Weg gehen möchten und ich merke einfach so, ich fühle mich damit super wohl. Und es ist super herausfordernd immer noch, aber ich bin einfach happy damit. Und mal ganz seltene Momente, wo man so denkt, was mache ich hier eigentlich? Aber im Großen und Ganzen ist man dann ganz schnell wieder davon überzeugt, dass es richtig ist. In 2 Wochen fliege ich nach Köln. Yes. So weit. Also in den nächsten 3-4 Monaten habe ich einige verlängerte Wochenendtrips vor. Und ab Oktober wahrscheinlich wieder 2-3 Monate Südostasien. Und dann vielleicht so ab Januar mal Südamerika. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, den überaus leidenschaftlichen und lebensfrohen digitalen Nomaden zu begegnen. Es ist keine geschlossene Community mit festen Regeln, sondern eine offene Bewegung von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen. Eine Bewegung, die nicht nur allein für sich selbst steht, sondern hinter der eine ganz wesentliche Forderung unserer Generation steht. Und mit der sich Arbeitgeber und Gesellschaft zukünftig noch viel mehr auseinandersetzen müssen. Freiheit und Selbstbestimmung. Digitaler Nomade zu werden, dem Konformismus abzuschwören, sich sein eigenes Online-Business aufzubauen, ortsunabhängig zu sein,
Das ist eine Möglichkeit, diesem inneren Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung zu begegnen. Ich nehme mir erstmal Punkt 1 vor. Ortsunabhängig werden und sachenlos werden. Und Tim, mein Regisseur und Kameramann, der gibt sein Dasein als Informatiker auf, reist erstmal eine Runde und will dann nochmal studieren. Film soll es werden, weil es ihn glücklich macht.